Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Synasty-Tutorial, heute zum Thema Spreadsheet Mapper und Querverweis. Wenn man einen Datensatz mit Werten eines anderen Datensatzes anreichern möchte, dann kann man dazu Querverweise benutzen. Wer aus der Excel-Welt kommt und mit Excel zu arbeiten gewohnt ist, kennt das vielleicht unter dem Namen S-Verweis. Wir schauen uns heute mal an, wie man ein ähnliches Konzept in Synasty verwenden kann, um Daten anzureichern. Okay, ich befinde mich gerade in einem Testflow, der bekommt eine ganz einfache CSV-Datei. Dort stehen zwei Spalten drin, und zwar eine EAN und der Bestand. Ja. Anwendungsbeispiel wäre ein typischer Bestandsabgleich von einem Lieferanten. Schauen wir uns mal die Daten an. Okay, wir sehen zwei Zeilen, eine Spalte mit einer EAN, das ist keine echte EAN, ich habe Fantasiewerte benutzt, und der Bestand zu den Artikeln. Nehmen wir an, ich möchte jetzt noch eine neue Zeile dazu packen, und zwar den Preis. Der Preis steht aber nicht in der Datei drin, sondern der Preis, der steht in einer Datenbank, bei mir in einem Data Store. Den habe ich Querverweis-Demo genannt, und hier stehen EANs drin. Und dazu auch die Preise und sogar auch noch eine Bild-URL. Bleiben wir beim Preis. Das heißt, ich möchte mir, hier ist die EAN, wir sehen, dass die EAN auch in Identifier 2 drin steht. Das heißt, ich möchte mir zu dieser EAN den Preis suchen. Und zwar im Spreadsheet Mapper. Das heißt, ich habe hier eine neue Spalte Preis erzeugt. Aktuell ist die noch ungefüllt, ich weiß noch nicht womit. Und gehe auf Funktionen Querverweis. Nun habe ich hier diverse Felder und sage Folgendes. Ich möchte aus dem Data Store Querverweis Demo für den Identifier 2 EAN das Rückgabefeld Preis haben. Dieser Platzhalter EAN bezieht sich auf meine Spalte EAN in meiner aktuellen Datei. Mit anderen Worten gesagt, man könnte es auch übersetzen mit schaue mit Hilfe der EAN aus der ersten Spalte in den Data Store Querverweis Demo und hole mir dafür den Preis. Und das machen wir jetzt mal. Ich drücke Vorschau anzeigen, und jetzt sehen wir Folgendes. Für die erste Zeile steht jetzt hier eine 10, für die zweite eine 20 und für die dritte Zeile No Record Found. Was bedeutet das? Das heißt, für die ersten beiden EANs wurde ein Treffer gefunden und wir konnten uns den Preis holen. Ja, schauen wir an, 1, 2, 3, 4, 5 und 2, 3, 4, 5, 6. Die EANs sind in Identifier 2 vorhanden. Mehr ist hier nicht drin. Das erklärt auch das No Record Found des dritten Datensatzes. Hier wurde nämlich kein Treffer gefunden und deswegen wird hier No Record Found zurückgegeben. Das war im Prinzip der Querverweis kurz erklärt. Ja, man könnte auch in andere Identifier reinschauen. Ja, es geht immer nur einer. Das heißt, ich hätte auch in den Identifier 1 reinschauen können. Dann würde ich hier nur No Record Found kriegen. Genauso verhält es sich mit dem Identifier 3. Ich packe es mal wieder in Identifier 2 rein. Ja, das Ergebnis, was wir eben hatten. Wir haben hier noch das Feld Standardwert. Ich könnte sagen, okay, also wenn nichts gefunden wird, dann soll hier einfach eine 0 reingeschrieben werden. Ich könnte auch irgendwas anderes reinschreiben. Ich könnte auch sagen, dafür ist das Plus ganz praktisch. Ich möchte zum Beispiel, wir haben nicht viel mehr, ich könnte die EAN wieder hier reinschreiben. Ja, das heißt, immer wenn er nichts findet, wird die EAN reingeschrieben, also das, was wir hier vorne haben. Ansonsten der entsprechende Preis. Ist nicht sonderlich sinnvoll, aber zeigt hier ganz gut, was der Standardwert ist und wie der funktioniert. Das war's zum Thema Querverweis, und damit verabschiede ich mich und freue mich auf das nächste Tutorial.